Mit wenig Kohle aus Kohle Felsen gestalten? Das geht ganz einfach. Wie genau, seht ihr jetzt. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, Felsen zu gestalten ist eine Wissenschaft für sich. Jeder hat sein eigenes Modell, jeder hat seine eigene Idee. Diesmal möchte ich euch vorstellen, wie ich aus Kohle, Holzkohle, um genau zu sein, meine Felsen gestaltet habe. Die Idee ist, und das muss ich sagen, ich stehe nur auf den Schultern von Riesen, nicht von mir, sondern habe ich aus einem Märklin Spur Z Heft entliehen. Wer meine Arbeiten kennt, weiß, dass ich ein Fan des Minimax-Prinzips bin, und mit Minimax ist nicht ein obskurer Römer aus dem Film Leben des Brian von Monty Python gemeint, sondern das Minimal-Maximal-Prinzip, also mit minimalen Aufwand, mit minimalen Einsatz von Werkstoffen ein maximales Ergebnis zu zeitigen. Für meine Holzkohlefelsen verwende ich entweder gekaufte Holzkohle oder die Holzkohle, die beim Grillen übrig geblieben ist, die nicht gänzlich verglüht ist. Diese sammle ich ein, tue sie in ein Marmeladenglas und werde das Ganze dann mit einer die Poren verschließenden Substanz, Flüssigkeit behandeln. Der eine oder die andere kennt sicherlich Aktivkohle, das wird eingesetzt bei beispielsweise Vergiftungen, um dort schnell gegenzuwirken. Das Prinzip basiert auf dem Porösen der Holzkohle. Diese saugt Substanzen schnell in sich auf und das Ganze wollen wir jetzt verschließen. Also die Poren der Holzkohle müssen verschlossen werden. Dazu kann man entweder verwenden Tiefengrund zum Behandeln von Wänden. Ich habe mich aus diversen Gründen dafür entschieden, es einfacher zu machen. Ich habe ein Weißleim-Wassergemisch angerührt und das Ganze hier jetzt den Holzkohlefelsen zugegeben, schön einweichen lassen, habe das Marmeladenglas verschlossen, geschüttelt, immer wieder gedreht, sodass sich die Felsen vollsaugen und dann gewartet, bis auch jegliche Flüssigkeit aufgesogen ist. Danach habe ich die so behandelten Holzkohlestücke aus dem Marmeladenglas befreit, ausgelegt und über Nacht mehr als 8 Stunden zum Trocknen gelegt. Im nächsten Schritt habe ich mich um die eigentliche Böschung gekümmert. Ich habe hier Styroporstücke zusammengeklebt auf die Platte und habe das ganze Gebilde dann mit Fertigspachtel eingespachtelt, das Ganze dann im Nachhinein noch angemalt und habe somit die Grundstruktur bereits fertig. Die jetzt befreiten und getrockneten Holzkohlestücke werde ich jetzt bemalen. Das Ganze funktioniert, indem ich leicht oder stark verdünnte Acrylfarbe, Grau und Braun hier zusammenmische und das Ganze recht vorsichtig aufbringe. Nicht zu stark auftragen, also das Ganze ruhig stark verdünnt und mehrfach behandeln, weil die Holzkohlefelsen auch zum Teil immer noch saugen und man so die Struktur, die Farbe dieser Holzkohlefelsen dann variieren lassen kann, was sehr wichtig ist, damit nicht alles gleich aussieht. Ja, so sieht das dann aus. Das Ganze kann man dann noch nachbearbeiten, so wie man das möchte. Und hier werde ich die einzelnen Felsen jetzt ankleben an die bereits vorgefertigte Grundstruktur. Es ist eine Puzzlearbeit, ein 3D-Puzzle hier zu verwirklichen. Funktioniert auch recht schnell. Und ich klebe das Ganze mit Weißleim fest, kann es dadurch noch eine Zeit lang variieren und werde jetzt hier diese ganze Wand mit den Holzkohlefelsen gestalten, so dass es einen festen Sitz hat und dass das Ganze schön bedeckt ist. Als nächstes werde ich die einzelnen Felsen noch einmal bearbeiten mit schwarzem Washing, um die einzelnen Konturen etwas herauszukitzeln, um das Ganze farblich noch interessanter zu gestalten, um Schatten zu imitieren. Werde ich mit diesem Pinsel einfach grob rübergehen, so wie ich lustig bin und so wie ich meine, dass es gut aussieht. Dann das Ganze noch granieren, also trocken bürsten mit Weiß, Grau, Beige, ganz nachdem, wie man es haben möchte und wie stark man die einzelnen Kanten, Konturen betonen möchte. Dann auch die obere Struktur, der Abschluss zu den oberen Gleisen wird hier behandelt. Da werde ich etwas Dekorstreu aufbringen und mit einem Weißleim-Wassergemisch, einen Tropfen Spüli, hier versiegeln bzw. festkleben. Dann noch die bestehenden hier grauen Böden werde ich jetzt mit
ebenfalls mit Weißleim behandeln und dort auch Trocken- oder Streudekor auftragen, um einen Waldboden, einen erdigen Boden zu simulieren. Das Ganze dann auch fixieren mit dem Weißleim-Wasser-Spüligemisch. Die ersten Pflanzen sind gegrünt. Ich benutze hier echtes Moos, habe ich draußen aus dem Garten geholt. Das kann man gut in die einzelnen Ritzen einfügen, festdrücken, festkleben. Und Naturmaterialien sind ohnehin die besten, kosten wenig, sehen wunderbar aus. Hier das ganze Ergebnis der ersten moosigen Arbeiten. Und ich finde, das Ergebnis kann bereits jetzt schon überzeugen. Jetzt werde ich unten in dem Bereich der unteren Gleise weiterarbeiten. Auch hier Weißleim unten ausgestreut mit echter Erde arbeite ich hier unten und Dekorstreu. Ich werde zum Teil das Ganze mit dem Weißleim-Wassergemisch fixieren, zum Teil auch nur festdrücken. Das ergibt dann, dass sich die Erden unterschiedlich färben, also mal dunkler, mal heller. Die einzelnen Stellen werde ich jetzt hier noch mit Flock aufarbeiten. Hier ein Stückchen von einer Grasmatte aus DDR-Zeiten, auch kann man gut aufkleben, halt um möglichst viel Varianz aufzubringen, um das Ganze interessant zu gestalten und um der Fauna ihren Tribut zu zollen. Hier ein wenig Islandmoos eingesetzt. Islandmoos kann man auch gut verwenden, wenn man es richtig einsetzt, und es fügt sich sehr gut in die Spalten und Kanten der Holzkohlefelsen ein. Und passend zum heutigen Kohlethema habe ich euch mitgebracht ein Liedtipp von Gerhard Gundermann, der Stimme des Lausitzer Braunkohlereviers. Gundermann, geboren 1955 in Weimar und 98 gestorben. Er wurde groß als Mann des Volkes. Er war Baggerfahrer im Braunkohlerevier und gleichzeitig Liedermacher. In den 1980er Jahren Idealist und hat in den 90er Jahren dann die Folgen der Deindustrialisierung im Lausitzgebiet aufgearbeitet und hat sich eine große Fangemeinde auch aufgebaut. Und von ihm ist 1997 dann die Platte rausgekommen, Engel über dem Revier. Und davon möchte ich euch das Lied Wer hat ein helles Licht bei der Nacht empfehlen, in dem Gundermann das Glück und das Unglück des Bergbaus in seinen Stil besingt. Ebenso empfehlenswert ist die Filmbiografie Gundermann von 2018, ein hochinteressanter Film, den ich euch auch ans Herz legen möchte. Und nachdem ich das Ganze begrünt habe, sehen die Felsen so aus. Einzelne Detailaufnahmen zeige ich euch hier. Die Wirkung der Felsen ist meiner Meinung nach beachtlich. Es ist fein siziliert, es ist gut ausgeprägt, hochinteressant und recht einfach gemacht und einfach unschlagbar günstig. Ihr habt vielleicht auch schon Erfahrung, habt selbst mal diese Holzkohlefelsen ausprobiert. Wenn nicht, probiert es einfach mal aus. Kann man nichts falsch machen und es macht auch in gewisser Hinsicht viel Spaß. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich auch wieder auf eure Kommentare. Und wer noch nicht abonniert hat, kann auch gerne abonnieren. Es kostet nichts und es freut mich natürlich sehr. Ansonsten wünsche ich uns allen wieder viel Freude mit unserem wunderbaren Hobby der Modelleisenbahn. Jetzt kommen ja wieder die kalten Tage und die Zeit für Modellbahn ist wieder gekommen. Ich wünsche euch dann eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Es bleibt mir zu sagen, Glück auf und fahrt frei.